Anfang Oktober 1942. Der japanische Vormarsch im Pazifik war gestoppt. Die amerikanischen Kampf- und Jagdflugzeuge hatten nun eine ausreichende Landbasis im südlichen Pazifik. Als Japan einen kraftvollen Angriff plante, um Guadalcanal zurückzugewinnen, knackte die US-Spionage den Schifffahrtscode der Japaner. US-Piloten konnten nun gewarnt und über die Routen der japanischen Flotte informiert werden. Die Taktik der Amerikaner war relativ simpel. Die Massen von Kriegsschiffen wurden durch einen Luftschirm an Jägern gedeckt. Der Zusammenprall mit dem materiell unterlegenen Gegner wurde dadurch provoziert. Qualität wurde durch Quantität ersetzt. Alle unsere Jäger und Flugzeugträger waren fertig und warteten auf ihre Kommandos. Wenn wir in dieser Phase angegriffen worden wären, wären wir sehr verwundbar gewesen. Die Spannung war demnach immer bis zum Zerreißen angespannt. Die japanische Flotte war auseinandergezogen. Die amerikanischen Jäger und Torpedobomber lagen auf der Lauer und warteten auf den Feind. Die verwundbaren japanischen Truppentransporter wurden zersprengt. Tausende japanischer Soldaten starben in den Fluten von Guadalcanal. Yohei Hinoki, japanische Luftwaffe. Ich dachte, dass wir komplett zerstört waren. Alles war kaputt. Nun musste ich den Feind vernichten. Der Feind gruppierte sich wieder neu in Formation und kam zurück. Ich wurde Zeuge, wie die Amerikaner auf die wehrlos im Wasser Schwimmenden schossen. Ich wurde Zeuge eines brutalen, menschenunwürdigen Kriegsverbrechens. Mit dem Ehrenkodex der Jagdflieger war dies nicht zu vereinbaren. Diese barbarischen Killer waren in meinen Augen keine Menschen. Dann wurde auch ich ins Bein getroffen. Ich konnte aber noch zur Basis zurückfliegen. Die japanischen Piloten kämpften immer verwegener. Angesichts solcher Kriegsverbrechen ist das verständlich und nachvollziehbar. Die Japaner waren zurückgeschlagen. Nächstes Ziel war Bougainville. Die Amerikaner näherten sich der japanischen Schlüsselposition im Südpazifik. November 1943. Die US Marines nahmen die Küste von Bougainville ein. Der enge Randstreifen der Insel lag innerhalb der japanischen Verteidigungslinien im Pazifik. Aus den japanischen Piloten waren nun nicht mehr Jäger, sondern Gejagte geworden. Von den Start- und Landeplätzen im Dschungel oder von den Flugzeugträgern aus griffen die Amerikaner die japanischen Basen in Truk und Rabaul an. Isoliert, abgeschnitten vom Nachschub der Rabaul-Garnison, wurden sie von Hunger und Seuchen geplagt. Die amerikanischen Angriffe schienen nie aufzuhören. Die außergewöhnlich tapferen japanischen Piloten begannen die Haltung und das Können ihrer Eliteoffiziere in Frage zu stellen. Die meisten Jagdpiloten jedoch waren Feldwebel. Sie mussten ihren Vorgesetzten bedingungslos gehorchen, ohne zu fragen. Saburo Sakai, ein führendes Ass, fühlte die Missstimmung. Als wir dabei waren zu sterben, sagte man uns, wir wären nationale Schätze. Sobald wir aber unsere Uniform ausgezogen hatten, waren wir nur Unteroffiziere. Diese veralteten Strukturen in der kaiserlich-japanischen Marine hatten einen maßgeblichen Anteil an der militärischen Niederlage Japans. Wir nahmen keine Strategien an, die aufgrund von praktischen Erfahrungen über die Schlachtfelder zustande kamen. In den schematischen Denkmustern der Kaiserzeit war kein Platz für modernes, dem Teamgeist verpflichtetes gemeinsames Handeln. Gelang es den Amerikanern, Rabaul zu isolieren, wäre es wegen Nachschubmangel allmählich zugrunde gegangen. Die japanischen Piloten versuchten daher voller Verzweiflung, dem amerikanischen Würgegriff zu entkommen. Der Japaner wollte mich fertig machen.
Er machte einen großen Bogen, drehte um, kehrte zurück, hatte aber glücklicherweise vergessen, nach hinten zu sehen. Ein Kamerad von mir schoss ihn ab. Er verschwand in einem Feuerball. Wie früher Rabaul schien Truk Eiland uneinnehmbar zu sein. Die Insel wurde jedoch durch die amerikanische Strategie des Inselspringens regelrecht überrollt. Die mächtige Festung wurde aus der Luft zerstört. Ich sah, wie gerade 4, 5, 6 Zeros starteten und in unsere Richtung flogen. Ich konnte schon das Feuer ihrer Geschütze hören. Nachdem die japanische Jagdluftwaffe zusammengebrochen war, hatten die Amerikaner freie Bahn, der Bedrohung durch die Insel Truk ein Ende zu bereiten. Der Zusammenbruch der japanischen Basis wurde entscheidend durch das Erringen der Luftherrschaft herbeigeführt. Die US-Kräfte zogen sich zusammen zum Angriff gegen die letzten japanischen Außenposten im Südpazifik, Tarawa, Tinian, Rota, Saipan, Guam. Es sollte ein ultimativer Zusammenstoß der Titanen werden. Das nächste Ziel war Saipan auf den Marianeninseln. Sie befanden sich schon fast in Schussweite des japanischen Mutterlandes. Die Japaner bauten eine Verteidigung in Saipan auf. Am Boden wurde die japanische Marine schwer getroffen. Die US-Bomber und Jäger schlugen auf die fanatischen Verteidiger ein. »19. Juni 1944. Eine der entscheidendsten Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs besiegelte das Schicksal der Japaner im Südpazifik. Sie wurde unter dem Namen Marianas Turkey Shoot bekannt. Wir waren in perfekter Position für sie. 800 bis 1000 Meter in entgegengesetzter Richtung. Du träumst von diesen Dingen nur einmal im Leben. Bei all der Ausbildung, die du hast, erlebst du so etwas nie. Ich glaube, man kann sagen, das war die letzte große Vorstellung einer von nun an rapide sterbenden Waffe. Einen Monat später nahmen US-Marinetruppen Guam ein. Die Task Force 58, eine amerikanische Kampfgruppe, sammelte sich zum tödlichen Schlag.
An Bord der Träger befanden sich mehr als 1000 Flugzeuge. Unsere angreifende Einheit war so groß, dass sie, wenn man ca. 3.000 bis 4.000 Meter über ihr flog, sehen konnte, dass es sich von Horizont zu Horizont erstreckte. Wir hatten 4 Einsatzgruppen. Jede Einsatzgruppe hatte mindestens 4 Flugzeugträger, 1 bis 2 Schlachtschiffe, 2 oder 4 Kreuzer und 12 bis 18 Zerstörer in jeder Gruppe. Es war ein Schauspiel mondäner Größe zu sehen, wie diese 4 Gruppen zusammenfuhren. Die Jäger und Bomber der US-Luftwaffe waren nun schon in Reichweite der japanischen Heimatinseln. Die amerikanischen Streitkräfte bewegten sich jetzt in Richtung der Philippinen, Iwo Jima, Okinawa. Das japanische Mutterland war in Reichweite der amerikanischen Bomberflotten. Oktober 1944. Eine gewaltige Flotte von 200 amerikanischen Kriegsschiffen, darunter 17 Flugzeugträger mit mehr als 1000 Flugzeugen, bedeckte den Horizont vor Leyte, einer Insel bei den Philippinen. Die Japaner sind zum Kampf bereit, weit davon entfernt zu glauben, dass sie geschlagen werden könnten. Die Amerikaner zurückzuschlagen war für sie lediglich eine Frage der Ehre. Eine gewaltige Invasionsstreitmacht überrollte die japanischen Inseln. Schiffe und Flugzeuge der 38. Marineeinheit unterstützten die Landungen. Wichtig war es, die japanischen Kriegsschiffe von den Brückenköpfen fernzuhalten und zu verhindern, dass die amerikanischen Truppen aus der Luft angegriffen wurden. Die Bühne war bereit für eine imposante Schlacht. Amerikanische Aufklärer suchten über den Pazifik nach der japanischen Streitmacht. Der Kampf war heftig, lief ab wie im Traum. Den Japanern gelang es, eine bedrohliche Flotte in die Reichweite von Leyte zu bringen. Doch die feindlichen Flugzeugträger waren zu weit entfernt, um eine sichere Rückkehr zu ermöglichen. Der Angriff war erfolgreich, doch als die Sonne verschwunden war, flogen die US-Piloten in einen Albtraum. Die Reste des Geschwaders flogen mühsam durch die Finsternis zurück. Die US-Flugzeugträger versuchten, den Jägern heimzuhelfen, indem sie alle Lichter setzten. Sie riskierten dadurch einen Angriff japanischer U-Boote. Ich ging runter. Mein Flügelmann krachte in die Bordwarte rechts hinter mir. Von da an schoben wir die Flugzeuge einfach über Bord ins Wasser. Die anderen landeten im Wasser, sprangen vorher ab. Und das ging so lange, bis keine Flugzeuge mehr da waren. Wir verloren in dieser Nacht mehr als die Hälfte aller Flugzeuge. Der Brückenkopf von Leyte ist gesichert. Doch die Luftschlacht geht mit unvorstellbarer Härte weiter.
Die B-24 zerbombten unseren Flugplatz. Ich kam nicht in die Formation hinein. Ich verfolgte die Bomber über 300 Kilometer weit. Und 7 davon griff ich an. 2 schoss ich ab. Die amerikanischen Streitkräfte lösten General MacArthurs Versprechen ein, zu den Philippinen zurückzukehren. Als nächstes stand ein Ziel auf dem Plan, das nur wenige kannten, doch das keiner jemals vergessen sollte: Iwo Jima. Februar 1945. Iwo Jima, nur etwa 1200 Kilometer vom Herzen Tokios entfernt, lag unter einem Bombenhagel. Seine strategische Bedeutung war durch den Flugplatz bedingt. Von hier aus starteten die japanischen Jäger ihre Angriffe auf amerikanische Bomberstaffeln, die sich auf dem Weg nach Japan befanden. Satoshi Anabuki hatte die Aufgabe, die amerikanischen Bomber, die Feuer und Vernichtung auf das einst unangreifbare japanische Festland brachten, aufzuhalten. Ich stieß auf einen Bomber herab. Ich sah, wie er Feuer fing und schwarzen Rauch ausstieß und flog weg. Den Aufschlag konnte ich nicht sehen. Sie befanden sich in einer Höhe von 4000 Metern und machten den Fehler, nicht in dichter Formation zu fliegen. Wir schossen rund 13 Flugzeuge ab. Um ihre schweren Bomber zu schützen, benötigten die Amerikaner die Landepiste von Iwo als Basis für ihre P-51 Begleitschutzjäger. Marines griffen Iwo Jima von See aus an. Der japanische Widerstand brach zusammen. Nur eine Handvoll Piloten, der überlegenen Luftstreitmacht der Amerikaner ausgeliefert, verteidigte noch die japanischen Inseln. Die Schlacht um Iwo Jima war die blutigste in der Geschichte der US Marines. 6000 starben auf dem zerstörten Eiland. 17.000 wurden verwundet. Die Japaner verloren mehr als 20.000 Mann. Nur 1000 wurden gefangen genommen. Flammenwerfer rotteten die letzten zähen Japaner aus, die sich in Erdlöchern eingegraben hatten. Die Marines besetzten den Flugplatz. Nun konnten beschädigte Bomber, die von Tokio zurückkamen, auf Iwo notlanden. Doch noch wichtiger war, dass die Mustangs nun die amerikanischen Bomber auf dem gesamten Weg nach Japan begleiten konnten. Am Anfang, als die Bomber kamen, konnten wir einige von ihnen abschießen. Doch später, als die Mustangs die Bomber eskortierten, konnten wir gar nichts tun. Es wurde immer schwieriger, das Festland zu verteidigen. Von da an wusste ich, dass der weitere Kriegsverlauf eine wirkliche Herausforderung werden würde. Doch es gab eine weitere Hürde auf dem Weg nach Japan: die Festung auf der Insel Okinawa. Die amerikanische Kriegsflotte war gewaltig gewachsen. Zu Beginn des Kriegs hatte die Navy lediglich 3 Flugzeugträger. Nun waren es 40. Ostersonntag 1945. Marines landeten zusammen mit der Infanterie auf Okinawa und eroberten den Flugplatz. Die Japaner setzten zum Gegenangriff an. Sie setzten alle verfügbaren Flugzeuge gegen die Invasionsflotte ein. Die japanischen Piloten sahen Schwärme von Jägern und Bombern vor sich, so dicht wie Regen. Verzweifelt suchten sie nach einer neuen Strategie. Über Leyte hatten sie schon eine fürchterliche Waffe getestet: Selbstmordpiloten, die den Befehl hatten, sich mit ihrem Flugzeug mitten in die feindlichen Ziele zu stürzen.
Auf Okinawa regneten diese menschlichen Bomben, Kamikazes genannt, wie Feuerbälle vom Himmel. Ein Jagdflugzeug, voll im gegnerischen Abwehrfeuer, stürzte sich auf den feindlichen Flugzeugträger. Ich fühlte Stolz für den Piloten. Die Kamikazes fügten der US-Flotte schwere Verluste zu. Immer wieder gelang es einigen, den feuerspeienden Vorhang der Abwehrgeschütze zu durchbrechen und sich auf den verhassten Feind zu stürzen. Die Amerikaner verloren 38 Schiffe auf diese Art. Es musste schnellstens ein Mittel gefunden werden, mit dem man sich wirkungsvoll gegen einen Gegner verteidigen konnte, für den es die größte Ehre war, in der Schlacht zu fallen. Kamikaze, göttlicher Wind. Mit 500-Pfund-Bomben an Bord stürzten sich die Todesflieger nach unten. Die Hellcats und Corsairs hatten keine Chance, sie aufzuhalten. Vor der Küste Okinawas richteten sie ein Blutbad an. Die Amerikaner schützten sich mit einem wahren Geschosshagel gegen die Selbstmordkommandos. Die Abwehr war so intensiv, dass sie sogar eigene Piloten abschossen. Wenn die Kanoniere einmal angefangen hatten, dann schossen sie auf alles. Der Befehl zum Sterben kam vom Kaiser. Einige japanische Piloten jedoch zogen den Sinn dieser fanatischen Doktrin in Zweifel. Bei dem Klima, das damals bei den japanischen Streitkräften herrschte, war es äußerst schwierig zu sagen, dass man nicht sterben wollte. Doch tatsächlich gab es keine Alternative. Es war ein Todeskampf. Im Vergleich zu den eingesetzten Flugzeugen waren die Ergebnisse nicht sonderlich zufriedenstellend. Die Verluste waren größer als die Siege. Wenn neue Flugzeuge gebaut werden würden und die Piloten darauf trainierten, hätten sie mehr Siege errungen. Ihr Vertrauen wäre gewachsen. Doch zum Kriegsende fühlte auch ich mich richtig niedergeschlagen. Die Schlacht um Okinawa war am 22. Juni 1945 beendet. Beide Seiten hatten riesige Verluste, rund 100.000. Die Insel ist nur noch Wüste. Die Kamikaze-Schwärme zerstörten 38 amerikanische Kriegsschiffe, töteten 5.000 Seeleute und Piloten. Alle Piloten mussten dafür ihr Leben riskieren. Das war die Strategie, um die Schlachten auf dem Festland zu gewinnen. Kämpfen bis zum Tode, an der Küste sterben. Es war klar, dass Japan nicht aufgeben würde und dass eine Invasion ein riesiges Blutvergießen bedeutete.